So, da sind wir wieder. Folge 2 Star Trek Resurgence und wir sind sehr, sehr positiv überrascht, zumindest vom Erzählstil und von der Erzählung bislang, wenn auch vielleicht nicht von der Technik. Aber jetzt geht's auf die Außenhaut der Resolute, nee, doch Resolute, oder? So heißt unser Schiff. Ja. Schauen wir da mal hin. Ein kleiner Spacewalk. Ich setze meinen Helm auf. Dein 80er-Jahre-Helm. Ja, das nicht ganz. 90er-Jahre-Helm. Die sind ich glaube, diese Raumanzüge sind das erste Mal aufgetaucht in Star Trek First Contact, also der 8. Kinofilm, wo die Enterprise in der Zeit zurückreist und gegen die Borg kämpft. Einer der besten Kinofilme von Star Trek. Irgendwas runtergefallen. Und da hatten sie, glaube ich, diese Raumanzüge mit zum ersten Mal an. Ich mag die Optik aber auch einfach. Ist auch natürlich sehr für Film gemacht, ne, mit dem großen, ja, klar. So viel siehst vom Gesicht, ne. Und da unten scheint ein Schiff der, ja, ist das die Reliant-Klasse oder so ein Reliant-ähnliches Schiff auf jeden Fall zu sein. Ich finde es aber schön, dass das jetzt auch interaktiv gemacht wurde. Auch hier wieder dass man jetzt drücken musste, ne? Ja, das ist geil, ne? Das ist voll cool. Echt schön gemacht. Ja. Hm? Und wenn wir jetzt in die Brücke reingehen, den Szenenwechsel zu anderen Figuren Schau mal, haben, du kannst auch reingucken in ja, das... dann wollte ich gerade sagen, dann ist das Spiel wirklich bei mir ganz oben gerade. Ich glaube, diese kleinen Schiffe, die da, also sowas ähnliches, was da hinten lang geflogen ist, das hat man in Star Trek wie heißt Star Trek Armada, gab es die Schiffe. Oder sowas ähnliches. Das ist ja voll cool. Total geil. Wow. Okay. Captain Solano should be here momentarily. Total cool. Okay, das fand ich wirklich schön gemacht. Ja. Ey, die sollen, ich hoffe, es kommt in 10 Jahren nochmal so eine Art Remaster davon raus. I don't know much about Kobleons. But my understanding is you need a steady supply of duridium to keep your cell structure stabilized, or bad things start to happen. And we have plenty of duridium in sickbay, so there's no risk of running out. Thank you. Okay. Feel free to make yourself at home. And help yourself to whatever you like from the replicator. Ein bisschen komisch, dass er ihr sagt, dass sie den Replicator benutzen kann. Sie ist ja Commander, also sie ist ja die zweithöchste auf dem Schiff. Kann sie doch entscheiden, was sie sich vom Automaten holt. So als ob sie noch so eine Allowance bräuchte. Auch hier jetzt, da hinten die Couch zum Beispiel, sieht auch total cool aus. So von, wie sie so eingebettet ist in den Raum. Auch sehr schön, dass hier wieder irgendwelche so ein bisschen so Earth-Artefakte sind. Obwohl, das scheint nicht die Erde zu sein, oder? Can't wait to plot a course myself. Jara Rydek. Last time I saw you, it was graduation from the academy. You'd already secured one of the most prestigious assignments possible. And you were burning with enough ambition to fuel 7 trips around the Necrid Expanse. It's good to see you again, Captain. I could not be happier to have you on the Resolute. My only regret is that we couldn't provide you with a warmer welcome. The arrival of a first officer to her new ship deserves a bit of fanfare. That would be totally unnecessary. I don't need any pomp and circumstance. You've been here all of 5 minutes, and already you're trying to make us more efficient. I like it. As I'm sure you've heard, we've had a rough go of it these last 6 months. The ship suffered some damage, but not nearly as much as the crew. Machen wir das mit der Malfunction. I heard that you had an equipment malfunction. Is that what they're calling it? No, that's just someone being generous. If anything, it was a leadership malfunction. We were on the verge of a major scientific breakthrough. A quantum leap forward in warp core technology. 10,000 teradynes per second. The ability to travel at a sustained rate of speed longer and faster than we ever dreamed. What would have been the crowning achievement of my career.
Right there. Within our grasp. Until it all went so horribly wrong. We pushed her too hard, and a warp core malfunction overloaded the system, creating a pressure gradient way beyond what the ship can handle. It was heartbreaking. We lost some of our best people. As Na, jetzt captain, sind I have wir to ja take da. full responsibility. It was my decision to make, and I have to live with the consequences. We all know the risks when we sign up. There are no guarantees. As much as we tell ourselves otherwise. True. But as captain, my job is to mitigate and manage the risks as much as possible. And that's where I failed. In my defense, I will say, I might have avoided the whole ordeal if my senior staff had been willing to trust me. There was a lot of pushback from my former XO, and I think that cost me his confidence. I don't want you to pull any punches. Certainly not on my account. But once we decide on a course of action, I need everyone to fully commit to the mission. Anything short of that just won't work. And that's when things start to go sideways. This is your ship, and you are the captain. So as far as I'm concerned, whatever you say, goes. That's the kind of support I'm looking for. Look, I'll be blunt. We can't afford another mistake. Or at least, I can't. I feel like my career is hanging in the balance here. We need a win. Something to restore the crew's confidence. I understand. On a more positive note, Starfleet has tasked us with what they're calling a mission of the highest priority. Escorting a senior diplomat to Hotari space. Two previously peaceful and otherwise non-aggressive civilizations now find themselves on the brink of all-out war. Was, die Tau von So it's a Warhammer? peacekeeping mission. I see it as a golden opportunity to not only prove what the Resolute and her crew are truly capable of, but also a mission for which we're uniquely qualified. This ionic storm. Our long-range sensors suggest it's several orders of magnitude stronger than anything on record. A total anomaly like nothing we've seen before. And you'll never guess where it leads. Hatari. Exactly. Very nearly in the precise location where we're headed. Where I imagine the interference will be exponentially greater. Who is the senior diplomat we're escorting? That I don't know. Starfleet Oh, hasn't cool, wie said. sie hier mit der Tiefenschärfe But I don't spielen, want to ne? get ahead of myself. Gerade in der Szene. I expect we'll have some rough sledding when we arrive, so I need you to prepare the crew for the worst. There's just one more thing I want to clarify up front. The metric that for me will be the ultimate measure of your success. What is it? If after serving as my first officer, you don't one day find yourself with a ship of your own, then I will consider it my personal failure. When that might happen is entirely up to you. But it goes without saying, you have my full support. Thank you. But I feel like I still have so much to learn. You'll have plenty of opportunity. And if you're willing to put in the work, I'll do everything in my power to help you along the way. Come, let me introduce you to the crew. Es ist echt sehr, sehr oldschool Star Trek geschrieben. Also auch so die Themen und ja, wie sie so mit ihren Herausforderungen umgehen. Ja. Sehr unaufgeregt, was ich super finde. Guck mal, er hat hier so eine alte Lok stehen, das ist ja cool. Ja. Aber das, ich glaube, das ist das, was ich halt heute auch mehr an Star Trek zu schätzen weiß als damals, als kleines, quirliges Kind, ne? Ja, das glaube ich. Das ist was man, glaube ich, dann erst ein bisschen später richtig wahrnimmt. Ja. Aber was auch eine deswegen, große Stärke von den alten Serien deswegen finde ich das hier umso cooler, dass sie wirklich versuchen, diese Gespräche gut in Szene zu setzen, weil es halt einfach einen großen Teil ausmacht, ne? Und ich glaube, du solltest Tom Selleck jetzt folgen. Stimmt, ne? So ein bisschen so sieht er aus. Ich wollte nur mal kurz Ist auch so schön mit dem Teppich auf dem Boden. Sogar. Aber das ist auch wieder ein cooles Detail. Der Teppich ist nicht einflächig, ne? Also man sieht, da sind Leute drüber gegangen und dementsprechend ist er ein bisschen anders. Hä, was ist denn jetzt gerade passiert? Da ist schon wieder die Du hast das Spiel gebrochen. Du hast den Lichtschalter gefunden für.
Guck mal, du hast die Sättigung angeschaltet und jetzt Licht wieder aus. Hä? Und jetzt Licht wieder an. What the fuck? Das ist aber weird, ne? Ja, Das also ist doch irgendwie ist das, das sieht auch, also so sieht aber, ich muss mal kurz nicht, dass ich die Brightness zu hoch, aber das Problem ist, wenn ich die Brightness runterdrehe, ich kann es ein bisschen runterdrehen. So. Aber es ist immer noch da. Das ist ein Effektfehler auf jeden Ja, Fall. ja, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Aber das Lustige ist, was du richtig gesagt hast, wenn dieser Lichteffekt nicht da ist, dann wirkt es ein bisschen in sich stimmiger, aber dafür halt viel platter. Ah, schön. Und wieder eine schöne Kamerafahrt. Mhm. Oh, die haben vorne sogar so einen kleinen Tritt, wo sie ihre Füße drauf machen können. Ist ja lustig. Everyone, if I could have your attention for a moment. I'd like to introduce Commander Jara Rydek, our new first officer. Some quick introductions. This is Lieutenant Handar, our helmsman, one of the best in the business. One of? Oh, ein What he Bajorana. lacks in humility, he more than makes up for in ability. A pleasure to meet you, Commander. Likewise. Next, we have Commander Westbrook, our chief science officer. I've come to rely on his expert counsel on a regular basis. Pleasure. Commander Rydek, it is such an honor to meet you. This is our tactical officer, Lieutenant Bedrosian, who's been looking forward to meeting you for about as long as I can remember. I've been following your career for quite some time, Stalker. and I look forward to learning as much as I can from you. You've heard of me? Well, I have to admit, one of the reasons I've followed your career is because you're part Kobliad, because of what you've overcome. Starfleet stands up for people who can't defend themselves, and you were one of those people once. But since then, you've done so much to protect others who need it. I really admire that. So, Ihr Blick you've war grad been so, something of an okay. inspiration to me. Not that I've done anything close to what you've done, but you definitely set a standard to strive for. You really Okay, do muss man mal know a thing rausfinden, or was two bei about ihr me. da war. I'm glad I could inspire you, but it's important to chart your own path. Thanks. You can count on it. And then, of course, you've already met Commander Ermont. Please do Ach nee, die everything sind you beide auf can to make Commander, Commander Rydek feel Level. at home here. Okay. I'll be on the starbase. Have an urgent meeting with the starbase commander to get our authorization to get underway. If they drag their feet any longer, we won't make our rendezvous. The bridge is yours. Ja, dann tschüss. Wir fliegen dann mal los. Der erste Stern und dann nach links. Das Writing übrigens, wo ich die ganze Zeit jetzt gerade so überlegt habe, ich weiß nicht, kennst du die Serie The Orville? Ja, klar. Und die ist ja tausendmal mehr klassisches Star Trek als die ganzen neuen Star Trek Serien. Selbst die beste von den neuen Serien, Strange New Worlds, ist nicht so gut geschrieben wie die Orville. Und das wiederum erinnert mich auch total oft jetzt an The Orville, also klassisches Star Trek. Das ist so krass. Ich wollte das schon fragen, weil ich mir nicht sicher war, aber ich wollte jetzt einem Star Trek-Fan irgendwie nicht damit kommen, weil ich Orville mehr kenne als die klassischen Star Trek-Sachen und ich nicht weiß, wie nah das dran ist, aber ich habe das tatsächlich auch geguckt und fand immer, Orville hat so, glaube ich, so richtig gemerkt, hast am Anfang wieder, den das verkauft hat, so, ja, wir machen Star Trek, aber mit Pipi-Kacke-Humor und so spätestens nach 3-4 Folgen fällt es voll raus und ist eigentlich super interessant, Ja. wie die sich mit so richtigen Problemen beschäftigen. Total. The Orville ist das beste Star Trek seit eigentlich dem Ende von Voyager. Na gut, Enterprise war, ja, teilweise war es okay, aber also ich hätte lieber mehr Staffeln Orville als alle von den Serien, die jetzt in den letzten Jahren kamen, mit Ausnahme vielleicht von Lower Deck. Also selbst Aber- jetzt Picard Staffel 3, die ja mit noch die beste war davon, selbst die war eigentlich nur okay und hat sich über ganz viel Fanservice gerettet. Also Orville ist immer besser. Und das ist Ja. echt traurig. Also, Das ist traurig, da wird aber, glaube ich, nichts mehr kommen. von der Orville glaube ich auch Ja. nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Aber die 3 Staffeln sind echt wirklich gut. Ja, kann ich auch nur wärmstens So many empfehlen. decks.
full of crew that are now my responsibility. Obwohl so viele Decks scheint es ja gar nicht zu sein. Das ist ja eher ein kleines Schiff. Communications keeps us in contact internally and with other vessels. Das LKs Computersystem. Ist auch so geil. Sie kann ja kaum rüber gucken über die Konsole. Guck mal. Also, sie bräuchte eigentlich hier diesen kleinen Tritt. Ich wollte gerade sagen, so einen Hocker hinstellen zum Hoch. Ja. Das ist aber auch so geil, dass dieses gebogene Holzding haben, was ja auf der, ich weiß nicht, ob es Holz war, auch auf der Enterprise D, aber zumindest auch so dieses geschwungene Ding für die Tactical Taktikstation. station. Das Holz Hopefully, sieht cool aus. diplomatic mission won't require we use our weapons much. But if it comes to that, we'll be ready. Herr Doktor, ich habe immer so Schulterschmerzen. Woher könnte das nur kommen? Ja, also hier so Arbeitssicherheitsdingsmäßig, da wäre eigentlich jemand gekommen und hat gesagt, ja nee, sie müssen hier, das muss anders eingestellt sein. Science station. The Resolute is a science vessel, primarily. Might explain Commander Westbrook's attitude. I'll have to speak with him later. Oh, der nimmt sich schon mal die Crew vor. Ist auch immer so geil bei Star Trek, dass die Brücken halt immer so richtig schön in der Mitte von der Untertassensektion sind, so ganz oben drauf, wo man halt so richtig zielscheibenmäßig wenn sie da treffen, dann ist richtig Aua. Impressive range of view. Man sieht von hier, dass es eine angemalte Textur ist. Ja. Schau dir mal die Nebel da hinten an, da sieht man sogar die einzelnen Pixel. Ja, aber es ist okay. Ich wollte mich gerade sagen, so manchmal kommen ja dann noch so Effekte da drüber, dann ist es okay. Es darf halt nur nicht zu nah dran sein. Was haben wir mit ihm hier gerade gemacht? The helm. The Resolute is a refitted Centaur class, meaning it's capable of quick maneuvers. Can't wait to see what she can do. Okay. Jetzt ist zum Beispiel sogar so leichtes Ghosting mit drin. Ich glaube, das kommt von dem zu der Station will sie nichts sagen. Nö. Was ist denn das für ein rassistischer Scheiß hier? Kann doch nicht wahr sein. Na gut, sprechen wir mit der blauen und schauen wir uns die Konsole vom blauen Mann an. Operations. Staffing, supplies. There's a lot to keep track of on a starship. Good thing we have Commander Ermont. Die kennt ihn doch noch gar nicht. Turbolift could take me anywhere on the ship, but I'm right where I need to be. Okay, dann Ich setze mich jetzt auf den Captain's Chair. Wahrscheinlich. Begin Command. Ah, guck mal, wir haben keinen... Chief Engineer Chovak needs to lower the structural integrity field. He's sent a crew out to recalibrate the emitters in response to the danger posed by the storm. Wir haben keinen Beraterplatz dabei. Also da, wo Counselor Troy saß, das haben wir hier nicht. Permission granted. Lowering structural integrity field. Now. Entering maintenance mode. Condition blue. Ach, guck mal, jetzt sind wir draußen. The storm is Hast getting du- worse. Looks like they turned off the Sif. Great. Hast du Let's get zufällig that emitter. Terminator Resistance gespielt? Noch nicht. Ich habe es immer noch in meiner Bibliothek. Weil das ist ja Aber- auch so ein richtig cooles Fanservice-Spiel. Also, Genau deswegen will ich es auch noch spielen. Das ist halt so. Every time we're out here, Ähm, I half expect to see her in pieces again. ich glaube sogar seit deinem Still got Video, some weil du immer scars gesagt on hast, her. für Fans ist das super. It adds Deswegen will ich cool das für immer Fans. noch machen. spiel auf When I jeden Fall joined auch Starfleet, die all I Story-Erweiterung. wanted was a ride out of town. Schau dir vorher nochmal die beiden But Filme this an, isn't oder exactly die how I Zukunftsabschnitte aus den beiden Filmen. outside Dann of wirst the du es ship? lieben. No. Sometimes it schon feels auf. like we're just part of the machinery. Robocop so gespannt. Kommt auch Don't you gespannt, want ja. more than that? Das sieht ja auch wieder total cool Starfleet aus. is noble and all, but it's still a machine. A massive, massive machine. I am more than that. And so are you. You wanted to get away. I enlisted because I didn't want Das to wait ist so cool, dass years sie just to auf get der out of this Unterseite galaxy. sitzen. Oh, schau mal, siehst du das? Die Ja. erzeugen durch die Schatten, die See new worlds. Blitze. Look up at a sky no one's ever seen before. Just because I'm cranking a hyperspanner up in a Jeffries tube today doesn't mean that's all I'll ever be.
Also Inszenierung ist echt Das ist Hammer, ne? super. Das ist so Diaz to cool. Commander Chovak. We are at the SIF emitter. Acknowledged. You may proceed with the recalibration. Aber auch bei sowas, da fragt man ja immer so, ja, aber warum ist denn das überhaupt dann so Gameplay-mäßig? Ich finde, das macht schon einen Unterschied, wenn man solche kleinen Sachen selber machen kann. Ja, So atmosphärisch ja. gerade. So, man könnte Ja. das natürlich auch mit so einem Klick machen, aber es ist irgendwie, es wirkt schon nochmal ganz anders. Ah, jetzt ist hier der Spanner. Aha. Getting recalibration. Wie ist der? ODN-Spanner oder wie das hieß. So, warte mal. Tune Notes to center the circular indicators. Also mit rechts kann ich es bewegen. Und damit kann ich es tunen. Aber wie genau mache ich das jetzt? Ich glaube, du musst einfach nur auf dieses Dreieck da drauf, genau. Careful. Too much action and harmonics will deflect the alignment. Hä, aber... Achso, ich kann es hier rüberziehen, oder wie? Nee, kann ich nicht. Nee. Musst du dem nicht einfach nur folgen oder so? Nee. Hä? Ach, kann es sein, dass ich die... Warte mal, dass ich das in die Mitte ziehen muss irgendwie? Ja, keine Ahnung. Wenn man schon so blöd ist. Ja, aber du hast recht. Ja, irgendwie... Looks good. Ich weiß nicht, warum das so funktioniert hat, aber irgendwie hat es funktioniert. First try. Die Übergänge sind auch einfach voll cool. Also, Ja. wie Commander geil ist denn Westbrook, right? das? Chief Science Officer. You remembered my name and my rank. Impressive. Hey, gleich im Arschloch-Modus. Yes, I'm the chief science officer. Aber ganz schön I have viele the dubious honor of being Commander the most auf senior der officer Brücke. on this bridge. Also I know mit this diesen ship 3 Punkten, inside das sind and immer out. Commander. Better than just about anyone. You seem to think very highly of yourself. With good reason. I'm curious, though. A Kobliad, or half in your case, is an odd choice for first officer, given your vulnerable condition and all. But if, as an example, we found ourselves in a hostile situation, and you were suddenly incapacitated because you needed an infusion, what would happen then? Oh. Der Ring, das ist kein Ring. Leave Das ist Captain Solano without an XO. Gerät. Granted, that would be a worst-case scenario, but not outside the realm of possibility. In my entire career, it's never been an issue, or caused the slightest problem. And I don't expect this to be any different. I was just curious, that's all. Listen, can I be blunt, Commander? I see no reason to stop now. My predecessor was one of the best first officers in all of Starfleet. His record was impeccable and his reputation was without equal. I mean no disrespect, but the shoes you're stepping into are almost impossible to fill. He was loved by the crew, and he was one of my closest friends. I don't think I could ever replace Commander Sutherland. And it would be a mistake to even try. Seeing as Captain Solano is on the starbase, let me give you an update on this ion storm we're flying into. It's unusual, Bin gespannt, ob's unlike da anything Romanzen I've ever gibt. seen. At the moment, I can't tell you if the Resolute will shrug it off or if we're putting ourselves at risk. However, if we learn more about its patterns, its nature, we can come up with a scientific countermeasure. Just a moment. Das sieht jetzt auch voll cool aus, mit dem ganzen roten. Oh, was tut jetzt? We've got a massive energy wave inbound. On screen. Tracing its trajectory. Starbase docking clamps are holding. The storm's emissions are fluctuating, coming in waves. And if my projections are right, we're about to get hit by a wideband burst of ionic energy, like a tsunami. I'm reading power abnormalities. Red alert. Aye. Cool, also, dass sie dann halt auch so dazwischen schalten, ne? Evacuating main gangway and retracting. Putting sensor visualization on screen.
With the structural integrity field shut down, we can't Wie bei take a Star Trek direct 6. hit. Time to impact. 1 minute. Shield systems are severely impacted. We have limited protection. I need every available solution. What are our options? We can weaken the impact of the storm with a deflector pulse. There's a better way. I'm sending all auxiliary power to the deflector dish. Send the aux power to the shields. We can't reactivate the entire shield bubble, but it's a directional threat. So we can orient all we have towards the wave. You have to believe me. We only get one shot at this. Oh, We das can't ist ja afford to geil. get it Jetzt wrong. muss ich entscheiden. Was soll ich That's machen? right. Which is why we need to send power to our Schilde? shields. Schilde. Hätte ich auch. Petrosian, get those shields up. Rerouting power to shields. Stand by. Ja, es I tut mir need to leid für head den it. We've only got one shot. Typen, aber irgendwie klingt Understood. On my klüger. command. Commander Arsch. Tu, was ich kann. Was mache ich jetzt? Achso, jetzt haben wir die Schilde nach vorne. Raise shields. This is it! All hands, brace for impact. What happened? We have experienced a surge of radiation. Oh, you don't say. This radiation supercharged the plasma, forcing it to backflush through the system and creating a dangerous imbalance. And you blow out every primary system on the ship. Just tell us where you need us. I need you to traverse the hull to the access port to recalibrate the port nacelle plasma regulator. Aber das wäre doch bestimmt bei der anderen Variante auch passiert. Ja, das wäre halt jetzt die Frage, ne? Wie viel da. We've reached the first access point. Understood. Do you see the override for the level 1 failsafe circuits? Aber das ist ja oft bei diesen Spielen eigentlich so, wenn man dann die andere Variante sieht, zerbricht ein bisschen die Magie. Ja, deswegen nur einmal spielen. Ja, also ich finde das auch oft besser, wenn man das eher nicht die anderen Varianten ausprobiert, weil oft merkt man dann, ja, es läuft dann fast aufs selbe hinaus. Engage the override. Aber es ist echt schön gemacht, dieses Wechselspiel zwischen den Figuren, ne? Ja, total. Also du hast total das Gefühl, die ganze Crew ist da. Es ist keine so eine Solo-Geschichte, sondern die ganze Crew ist irgendwie am Start. Nee, was soll ich jetzt machen? Hier, warte mal, erstmal Interlock 1, oder? Kann ich das wieder abbrechen? Nee, kann ich nicht. Nö, aber ich glaube, dann ist die Reihenfolge auch egal. Failsafe override engaged. Are you sure? I am registering some crosstalk in the bypass circuit. We need to route the signals so they don't interfere with each other. Das ist so geil, dieses Techno-Gebrabbel für ich drücke die 3 Schalter so, wie man sie nur drücken kann. Also warum gibt es überhaupt unterschiedliche Varianten? Aber das ist so ein bisschen wie bei vielen Filmen, wo es heute nicht mehr so ist. Da geht es ja immer darum, hier Plot, da Plot. Eigentlich ist völlig egal, es geht um die Atmosphäre so ein bisschen, weißt du? Dann lass die Technik blabern. Dears to Resolute. The failsafes are temporarily disabled. Moving on to the EPS regulator. Da haben leider auch die neuen Serien oft so viel Scheiße gemacht. Also Heads so up, viel Carter. blöde One Logiklücken of the aufgebaut. discharges coalesced. Die neuen Serien sind teilweise so I'm gonna ärgerlich. try to disrupt it with my phaser. Oh, jetzt hier Phaser raus. Oh. Equip the Phaser, zielen und ballern. Geil. Kann ich mal ein bisschen mehr. Wer weiß, wann ich wieder ballern darf. So we gotta climb up the pylon. Not that there's really an up, but you know. Ach, guck mal, das darfst du jetzt auch selber machen. Ach, jetzt haben wir nur begrenzt Zeit. Use your Phaser to clear path. Nee, das ist die Meta-Anzeige, oder? Das zeigt dir dein Ziel an. Ah ne, und Zeit auch noch. Oh Gott. Das ist ja völlig verrückt. Ja, im Zweifelsfall bei Star Trek einfach immer irgendeine Energie, Erscheinung, irgendwas. Das ist so dumm, aber... Schon. Oh, schau mal, ich hab nur 3 Leben. Took most of it. It's
snuck up on me. That damaged your suit. Energy dampening is down to 60%. Aber es ist auch ein bisschen merkwürdig, dass du gar nicht. Also die spawnen ja irgendwo einfach. Ja. Vor allem das Komische ist auch, dass ich jetzt auf einmal nicht mehr rennen kann. Ich konnte doch vorhin noch rennen. Und ich meine, klar ist jetzt hier ein Anzug, aber selbst da könnte man ein bisschen schneller gehen. Ja. Ja, das sind halt so diese typischen wir haben uns bemüht Sachen, ne? Und auch deswegen nur einmal spielen. Ja. Aber beim ersten Mal ist das charmant. Opening the access panel. Ja. And now halting the Das EPS ist flow to report a cell. wie We have wenn little time before it causes an Fit-Action-Sequenzen overload in the engine. zu schwierig You gebaut must sind work efficiently. und nicht beim ersten Mal funktionieren. Das ist immer eine schlechte Idee, weil die einfach nicht dafür gebaut sind. Fit-Sequenzen sollten einfach sein. Schnell durch, Inszenierung, fertig. Sobald du Mir eine ist das bei Fit-Sequenz zweimal Resident spielen musst, Evil- furchtbar. Ja, bei Resident Evil 4 ist mir das aufgefallen. Das ist ein Spiel, das ist dafür ausgelegt, dass du es mehrmals spielst. Da gibt es ein paar Sequenzen im Remake, also so Traumsequenzen gegen Ende auch. Ah ja, die wir haben es auch gerade ganz, durchgespielt. ja, die ganz langsam sind. Und das ist beim ersten Mal super cool. Adjusters reset to neutral. Danach nie wieder. Ja. Oh, schau mal schön die alten Phaser hier. Geil, aus der Enterprise-Serie. Super. Also sie haben sich auch genau die richtigen Serien und alles als Vorbild genommen für, also wie sie es quasi machen. Und sich genau am Richtigen orientiert, glaube ich, zumindest für die Oldschool-Fans. Ich weiß gar nicht, ob irgendwie die neuen Serien neue Fans generiert haben. Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und machen dann in der nächsten Folge weiter. Ach, guck mal, wir haben schon den Großteil der Leute, die quasi für die Interaktionen wichtig sind, haben wir schon kennengelernt von der Crew. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge weiter. Also bis denn.